Hallo liebe Freunde meines Kanals. Ja, 3 Tage nachdem ich den Filter gereinigt habe, können wir heute mal gucken, wie es aussieht, wie der Filter läuft. Und das zeige ich euch jetzt. Die Container, die laufen jetzt schon mehrere Tage und die Pumpe läuft auf etwas höhere Leistung als üblich, weil klar, die Container sind sauber, der Durchfluss ist höher oder kann dadurch auch höher sein. Wir gucken uns mal den ersten Container an. Ich weiß nicht, ob man das gleich sehen kann. Ich versuche es aber irgendwie. Das Problem ist halt mit der Spiegelung. Da muss ich mal einen Polarisationsfilter besorgen, dass die Spiegelung hier gebrochen wird. Aber was wir sehen, ist Futter obendrauf. Ja, da muss ich mal beobachten, dass die Fische das Futter auffressen und ich nicht zu viel reinmache. Damit das jetzt gar keine Chance hat, hier in den Vorfütter zu kommen, beziehungsweise Skimmer oder Bodenablauf. Aber was man sehen kann, ist unten... Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es liegt jedenfalls schon wieder etwas Sediment drin, was gut ist, und ich werde auch gar nicht so lange warten mit Containerreinigen. Man kann auch sehen, dass sich schon wieder viel Schmutz, viele Algen an die Bürsten hier vorne gesammelt haben. So soll das sein. Und ja, was ich noch machen werde, ist hier den Vorfilter ein bisschen optimieren. Ein Rohr liegt hier zwischen, hier unten irgendwo. Da ist es, da war ich jetzt zu faul, das rauszuholen. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen die Filter ein bisschen optimieren. Auch die Bürsten tiefer setzen, dass sie nicht so aus dem Wasser rausstehen. Wie gesagt, mit Alu- oder Edelstahlstangen dann und nicht so oben drauf hängend. Ja, im zweiten Container können wir auch gut sehen, kaum Bewegung im Wasser. Dann können wir gucken, ob wir eine Strömung sehen. Es spiegelt, oder? Ich weiß nicht, auf der Kamera spiegelt es extrem. Hier ist jedenfalls kaum Strömung drin, das ist gut. So hat der Schmutz sehr viel Zeit zu bremsen, an den Filtern, an den Filterbürsten hängen zu bleiben und sich abzusetzen. Und dann geht das Wasser durch. Auch die Bürsten, die sind schon wieder gut zugesetzt. Ich gucke mal, ob man es irgendwo irgendwie sehen kann. Ich weiß nicht, ob man es sieht, ich hoffe. Egal aus welchem Winkel. Ich kann es nicht sehen. Hier kann man auf jeden Fall bis unten gucken. Da kann man sehen. Ja, so war es doch ganz gut. Es ist schon wieder Schmutz drin. Das ist auch gut so, weil wie gesagt, im Teich selber auf dem Boden war einiges an Schmutz. Und das nimmt der ganze Filter jetzt wieder mit raus. Genau, dann haben wir hier den Helix-Filter. Der arbeitet hervorragend. Viel besser als vorher. Wir haben dort hinten eine Ruhe, wo die Helix immer stehen. Das habe ich schon beobachtet, was aber kein Problem ist. Ihr könnt das mal sehen. Ich halte mal hin. Die Helix, die dort hinten dann immer liegen, die werden dann irgendwann durch nachrückende Helix runtergedrückt. Und somit sind die trotzdem ständig in Bewegung. Und es kann sich kein Schmutz mehr ablegen. Ich halte hier mal drauf. Ja, gleich kann man sehen, es dauert immer ein bisschen da hinten in der Ecke, aber irgendwann dann werden die runtergedrückt. Na, Vorführeffekt, ne? Jetzt bewegen sich. Jetzt gehen sie runter. Genau, da könnt ihr es sehen. Ja, diese Bewegung, die hat man halt gegeben im Filter und somit funktioniert er auch so, wie er soll. Dann haben wir hinten den Pumpenfilter. Eigentlich ist das gar kein Filter mehr, sondern eigentlich nur, wo die UV-Lampe drin ist, wo die Pumpe drin steht. Hier ist sauber, hier hängen die alten Fadenalgen noch. Kann man das sehen? Ich gehe mal tiefer. Irgendwie da, ne? Genau, da hängen die Fadenalgen noch. Ich denke aber, dass sich das im Laufe der Zeit jetzt geben wird, weil wieder viel Sauerstoff zugeführt wird zum Teich. Und wir hatten das Thema auch mal, dass ich hier ja noch was reinmachen könnte, noch ein bisschen Filtermaterial. Aber ich bin der Meinung, die UV-Strahlen haben so mehr Möglichkeit, das Wasser, die ganzen kleinen Teilchen, Bakterien und was alles gibt, hier zu töten, die ganzen Keime, die böse sind, ne? Und die ganzen Algensporen. Und wenn ich das jetzt kleiner mache, habe ich eine kleinere Wassermenge, die durchstrahlt wird von den UV-Strahlen. Deswegen werde ich das so lassen. Nur die Konstruktion mit der Lampe, die werde ich auch ein bisschen optimieren. Ja, so, jetzt sind wir aber wirklich durch.
Und dann werde ich gucken, wie es hier demnächst weitergeht. Ihr wisst Bescheid, Daumen hoch, abonnieren drücken, ganz wichtig. Und dann erfahrt ihr, wie es hier weitergeht. Es gibt noch eine kleine Glocke, die könnt ihr auch noch klicken, dann werdet ihr sofort informiert, wenn das Video online ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.